Essen, Kleidung, Abenteuer, alles, was ihr da draußen gesehen habt, befindet sich im Moment hier in diesem Fahrzeug verstaut. Willkommen zum Good Life Vans Packvideo. Ich sitze hier in einem Good Life Van Plus, das heißt in diesem Fall ein VW T6.1, kurzer Radstand mit einem Raimo Aufstelldach, und wir haben von der Firma Cubic aus Österreich Fenstertaschen auf beiden Seiten verbaut und haben Sitztaschen an den beiden Vordersitzen angebracht. In diesem Bus, in dem ich mich momentan befinde, ich zähle einfach mal auf, was hier jetzt alles drin ist. Wir haben hier 2 große Campingstühle, 2 kleine Campingstühle, 36 Liter Frischwasser, 12 Liter Abwasser, 2 flammiger Gaskocher, 2 Gaskartuschen, ein 42 Liter Kühlschrank. Da ist Verpflegung drin, zunächst mal für 3 Tage, und wir haben für 7 Tage für 2 Personen Wäsche eingepackt in diesem Fahrzeug. Das heißt, in so einer Tasche sind 7 Unterhosen, 7 Unterhemden, es ist eine Jeans drin, ein großes Badehandtuch, ein Wäschehandtuch, Socken für die Zeit, Poloshirts 4 Stück, 2 Longshirts und einen Kapuzenpulli. Das haben wir jeweils auf beiden Seiten. Wir haben an Verpflegung dabei 2-mal Gulaschsuppe, man kann 2-mal Ravioli machen, also frische Ravioli. Wir haben Steak dabei, wir haben frischen Spargel dabei, Brokkoli, Grapefruits, Paprika, Bananen. Dann haben wir natürlich Trinkwasser dabei, ein großes Sixpack mit 1,5 Liter Wasserflaschen. Wir haben Küchenrolle dabei, Küchenutensilien, also im Prinzip die kompletten Kochtöpfe, 2 große flache Teller, 2 kleine flache Teller, 2 tiefe Teller, Besteck. Und vorne haben wir in dem Fall die Porta-Potty-Toilette drin. Im kleinen Schrank haben wir noch einen Trenntoiletteneinsatz für die Porta-Potty. Wir haben ein Sakko dabei, wir haben 2 Fahrradhelme dabei, wir haben 4 Paar Schuhe dabei. Wir haben verschiedene Adapterkabel dabei, wenn man auf dem Campingplatz steht. Und ja, jetzt kommt das Erstaunliche, für mich nicht, aber meine Kunden glauben mir es nie. Wir haben immer noch Platz. Das heißt, wir haben vorne mehrere Taschen von Cubic an den Sitzen, die wir aktuell überhaupt gar nicht gefüllt haben. Und ich habe das oft schon im 1:1 Gespräch erwähnt, dass ich diese Taschen zum Teil gar nicht benötige und dass mein Bus immer noch leer ist. Für das Sakko haben wir im Prinzip 2 Möglichkeiten. Wir haben jetzt aktuell ein Sakko hier hinter dem Bett hängen. Da ist im Prinzip zwischen der Außenwand des Fahrzeugs und dem Stauraumbereich für die komplette Bettwäsche genug Abstand, um 1 oder 2 Sakkos hinzuhängen. Und dann haben wir außerdem noch die Möglichkeit, einen weiteren Anzug oder irgendwas, was im Prinzip nicht zerknittern darf, dass man das oben einfach aufs Bett drauf tut. Da ist noch Abstand zwischen der Matratze und dem Aufstelldach. Das hängt natürlich vom Hersteller des Aufstelldaches ab, wie viel Platz da tatsächlich zur Verfügung steht. Wir haben hinter unserer Küchenrückwand befindet sich ja die Matratze. Man klappt das Ganze um zum Bett. Dann kommen wir an das Staufach für die Bettwäsche. Da haben wir 2 Schlafsäcke drin und haben ein großes Daunenkopfkissen und ein etwas kleineres Daunenkopfkissen verstaut. Platz für einen Bettbezug wäre selbstverständlich auch noch. Im hinteren Bereich, also das heißt, dieses komplette Seitenteil ist Stauraum. Da haben wir vorne nochmal einen kleinen Zugriff. Da seht ihr jetzt meine Wanderschuhe. Das ist so ein bisschen ein Ding, wo man sagt, okay, man nimmt noch irgendwas mit, wo man vielleicht nicht immer dran muss. Aber man ist dann doch froh, wenn man es dabei hat, falls man es doch mal braucht. Hinten dran seht ihr, da haben wir die 2 großen Campingstühle verstaut. Und unterhalb ist noch Platz. Wir haben die Toilettenmittel sowohl für den Fäkalientank als auch für den Frischwassertank, ein Adapterkabel für CEE-Stecker, und auch hier wäre noch Platz für weitere Adapter, also Adapter in beide Richtungen zum Beispiel. Auffahrkeile haben wir jetzt hier nicht dabei, weil wir bei dem Fahrzeug ja das Luftfahrwerk haben.
Dann sehen wir hier in diesem Fach, das ist der Zugang zu den Frischwasser- und Abwasserkanister. Und da haben wir nochmal die 2 kleinen Campingstühle verbaut. Dieses ganze Fach ist silikoniert. Das heißt, wenn man da zum Beispiel eine nasse Regenjacke hätte oder wenn die Wanderschuhe da nass sind, dann kann man die auch hier verstauen. Jetzt ist es so, dass wir hier im Bus im Moment uns befinden und davon ausgehen, dass die Fahrräder mit einem externen Fahrradträger mitgenommen werden würden. Da bieten sich entweder Heckträger an für normale Fahrräder oder ein Anhängerkupplungsträger für etwas schwerere Fahrräder wie E-Bikes oder auch wie diese beiden Fahrräder, diese E-Klappräder. Die E-Klappräder sind ziemlich cool. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man die im Prinzip einfach so in den Bus reinstellen könnte, wenn die Sitzbank zusammengeklappt ist. Das würde natürlich bedeuten, dass man in dem Moment den Stauraum verliert. Aber das ist natürlich auch exemplarisch jetzt gedacht für andere Fahrräder, für Alltagssituationen. Und das Coole an diesen Klapprädern ist, dass die tatsächlich 2 Stück davon genau in unseren Mittelgang passen, ohne dass man die Sitzbank zusammenklappen muss. Das bedeutet, zu allem, was wir hier jetzt eingeladen haben, können wir im Fahrzeug die E-Klappräder mitnehmen und können nachts, mache ich das so, dass ich die vors Fahrzeug stelle und mit einem großen Schloss einfach noch an der Felge des Fahrzeugs sichere. Und so ist man mit einem unglaublich kompakten Fahrzeug unterwegs und hat seine wirklich coolen E-Klappräder dabei. Die E-Klappräder stehen natürlich jetzt auch wieder nur exemplarisch. Wir haben hier Kunden, die tun in diesen Mittelgang ihre Golftaschen, Kajaks, Surfbretter, Taucherflaschen, Vorzelte oder sonstige Sportutensilien, Thema Wintersport. Wir haben hier wirklich diese lange Möglichkeit der Zuladung beim kurzen Radstand immerhin etwas über 2,30 Meter. Ja, und wenn euch dieser ganze Stauraum noch nicht genug ist, dann gebe ich euch hier eine weitere Empfehlung an die Hand. Das ist die Dr. Duffel 70 Liter von der Firma Bach Tasche. Diese Tasche passt auch exakt in unseren Mittelgang, hat den riesigen Vorteil, dass sie sich wie ein Arztkoffer öffnen lässt und somit wirklich in jeder Situation sehr gut zugänglich ist. Wenn wir nachts das Bett machen, schiebt sich der Küchenblock rüber und wir können diese Tasche von vorne neben dem Kühlschrank platzieren, so dass wir nachts alle Optionen haben. Wir können auf die Toilette gehen, wir kommen an das Gepäck, was sich in dieser Tasche befindet, und wir können selbstverständlich uns Getränke oder noch etwas zu essen aus dem Kühlschrank holen.